ich kannte das ja gar nicht so, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und mit dem Pferd war das dann aber halt so, dass die Leute da tatsächlich vom Abreiteplatz zum Parcours mit uns rüber gepilgert sind und jeden Schritt da irgendwo beobachtet haben. Und wenn dann eben was nicht gut lief, dann hat sich bei mir natürlich auch unheimlich Druck aufgebaut. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden. Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Stempelhengste. So, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von unserem Stempelhengste-Podcast. Ja, frohe Weihnachten, Ina. Frohe Weihnachten, Lynn. Haben wir uns ein super Datum ausgesucht. Ja, mit vollgegessenen Bäuchen und hoffentlich vielen Geschenken. Ja. Haben wir uns von unserer Familie mal gelöst. Da hat niemand dran gedacht, als wir uns überlegt haben, jeden zweiten Donnerstag eine Folge rauszubringen, dass einer dieser Donnerstage auf den zweiten Weihnachtsfeiertag fällt. Aber auf uns ist Verlass, ja. Wer feiern kann, der kann auch Podcast machen. Von daher, ich hoffe, du hattest ein schönes Fest und hattest viele schöne Geschenke. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich nicht beklagen. Ich kann verraten, was ich verschenkt habe. Ach, lass mich raten. Vielleicht ein paar Stempelhengste-Bücher? Wie kommst du drauf? Ganz uneigennützig. Klar, kam aber gut an. Ja, ich habe tatsächlich auch einige verschenkt. Auf unsere Folge heute habe ich mich ganz besonders gefreut, weil wir ja tatsächlich zum ersten Mal eine Frau interviewen. Genau, und es ist auch tatsächlich ein Hengst, der uns mehrmals vorgeschlagen wurde, schon von Hörern. Also die Frau jetzt nicht, sondern der Hengst. Genau. Wir waren nämlich mal wieder in Bad Essen und haben mit Eva Bitter gesprochen. Genau, und wenn wir mit Eva Bitter sprechen, dann kann es nur um einen Hengst gehen, um Staccato. Ganz genau. Und passend zum Fest der Liebe finde ich auch eine Folge, in der man die Liebe zum Pferd auf jeden Fall ganz stark spürt. Ja, da hast du recht. Also man merkt eben Staccato, er lebt ja auf dem Hof noch von Eva Bitter, ich glaube er ist 26 jetzt mittlerweile und der ist auch wirklich Familienmitglied und sie hat ja auch einiges mit ihm erlebt, darüber erzählt sie gleich auch in dem Interview. Ich glaube, so manche schlaflose Nacht hatte sie und manche Sorge um ihn. Ja, hören wir einfach mal rein. Hallo Eva. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Schön habt ihr es hier. Die Kaffeemaschine läuft. Wir sitzen hier ganz gemütlich im Reiterstübchen zusammen und wir waren vorhin auch schon im Stall und haben ihn gesehen. Ich glaube, ihr nennt ihn den König. Ja, stimmt, genau, schon immer. Ja, natürlich nicht, als er 3 Jahre alt war, aber irgendwann hat er sich den Namen dann mal verdient. Es geht um Staccato natürlich und beeindruckend. Wie alt ist er mittlerweile? 26 ist er jetzt schon, ja, 93 geboren. Jetzt ist er unser Opi. Und merkt man es ihm an, oder? Ja, schon. Also er ist, seitdem er mit 18 Jahren dann aus dem Sport verabschiedet wurde, hat man auch wirklich schon gemerkt, er hatte auf Reiten nicht mehr so richtig Lust. Irgendwie so Sattelgurt anziehen und sowas, das fand er nicht so toll. Und seitdem macht er noch echt regelmäßiges Training, aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu, was er so alles macht und wie sein Tag abläuft und so. Aber er ist jetzt echt schon ein richtig alter Herr. Man sieht es ihm auch an, obwohl er noch richtig gut aussieht und auch noch gut läuft und so weiter, wirklich sehr mobil ist. Aber er ist so ein richtig alter Herr, der so zum Laufband trottet oder zur Weide trottet und so weiter. Das merkt man schon. Und trotzdem merkt man auch, wenn er in seiner Box steht, er weiß, was er darstellt und er weiß, dass er hier der König im Stall ist. Ja, doch, das Gefühl hat man schon. Er hat schon eine besondere Ausstrahlung, das stimmt. Hatte er denn in all den Jahren immer dieselbe Box? Ja, hier bei uns im Stall tatsächlich hat er in all den Jahren immer dieselbe Box gehabt. Als ich ihn bekam, 4-jährig, ist er auch erstmal hier zu Hause in Bad Essen gewesen. Aber dann war ich ja 2 Jahre bei Ludger Beerbaum in Riesenbeck auf der Anlage und dann hatte ich eben das Glück, mit ihm da zu sein und unter Ludgers Anleitung eben ihn da 4- und 5-jährig auszubilden. Wie habt ihr denn überhaupt zueinander gefunden? Also ich meine, so als 3-Jährigen, 4-Jährigen hast du ihn dann gesehen oder hast du einen Tipp bekommen? Ja, genau. Ich habe damals bei Heinrich Wilhelm Johannsmann, also beim Kaiser, habe ich damals trainiert.
Und da es eben auch schon damals unsere Devise war, dass es schwierig ist, halt mit fertig ausgebildeten Pferden diesen Sport zu betreiben, einfach aus finanziellen Gründen, ist viel zu teuer, da solche Pferde einzukaufen, wollten wir uns auf junge Pferde konzentrieren. Und ja, dann hatte Kaiser die Idee, wenn mit jungen Pferden, dann aber auch mit ganz besonderen. Und ja, dass wir da mit dem ersten jungen Pferd, was wir eingekauft haben, so ins Schwarze getroffen haben wie bei Staccato, das war natürlich ein Riesenglückstreffer. Ihr seid dann hingefahren und wann weiß man, der ist besonders? Was hat dich angesprochen? Ganz ehrlich, beim ersten Mal drauf sitzen oder eigentlich auch schon vorher, weil über Staccato wurde ja eben schon viel gesprochen. Er war sehr aufgefallen bei der Körung. Und wir haben ihn dann kennengelernt bei der Hengstleistungsprüfung in Adelheidsdorf. Wir waren an dem Tag da, Kaiser und ich, als dieser Fremdreitertest war. Und ja, da merkte man schon, es wurde auf der ganzen Veranstaltung wurde immer nur über Staccato gesprochen. Und ich hatte dann die Gelegenheit, sogar nach diesem Fremdreitertest auch noch ein paar Sprünge mit ihm machen zu dürfen. Für mich war das was sehr Aufregendes, weil ich es eben bis dahin nicht gewohnt war, junge Pferde zu reiten. Und dann noch einen Hengst? Und dann auch noch einen Hengst, genau. Habe ich auch sogar ein bisschen Schiss gehabt, so ungefähr. Wild war der auch noch, obwohl er schon an dem Tag unheimlich viel gemacht hatte. Aber wild heißt so gebockt oder einfach wach? Oder? Ja, genau, gebockt hat er nicht. Also der war toll ausgebildet, super erzogen von den Zellerreitern, aber eben temperamentvoll. Also das hat er schon gezeigt und natürlich nicht so im Gleichgewicht wie halt ein altes Pferd, da eben mit 3,5 gerade mal. Das war schon echt was Besonderes, aber ich habe auch noch nie so was Leichtfüßiges gefühlt vorher auf einem Pferd wie bei ihm. Also das war schon echt was ganz Besonderes und dieses Schnelle, dieses Abfußen und so weiter, das war schon echt speziell. Ja. Und dann wurden wir uns 2 Wochen später dann mit dem Landstallmeister oder meine Eltern wurden sich dann mit ihm einig, dass wir die Hälfte dann eben erwerben konnten. Und dann ging es auch um den Standort. Und habt ihr gesagt, nee, wenn, dann soll er auch zu uns in den Stall? Ja, genau. Also es ging schon, es war klar, dass er zu uns in den Stall sollte, aber wir haben dann erstmal ausgemacht, dass er weiter dort von Joachim Winter, seinem damaligen Reiter, dass er da eben weiter ausgebildet wird, noch eine Zeit lang, weil jetzt so mit 3,5 konnte ich ja wirklich auch noch gar nichts damit anfangen. Ich war viel auch mit anderen älteren Pferden eben noch auf internationalen Turnieren unterwegs. Und dann ist er erstmal dort in Celle geblieben oder in Adelheidsdorf besser gesagt. Und dann ist er aber eben, als er 4 war, Mitte 4-jährig, ist er dann zu uns nach Bad Essen umgezogen. Und dann hattet ihr einen Hengst im Stall? Ja, genau. Oh Gott. Genau, ja echt, war wirklich so ein bisschen oh Gott. Und, was war das für Umstellung? Also ja, der war einfach wild. Der hat sich nicht so viel sagen lassen von uns. Das war schon eine große Umstellung. Der hat schon auch mal, wollte er nicht zum Reitplatz, sondern ist dann mal umgedreht auf dem Pflaster mit mir oder auch beim Training, wenn er da einfach viel Dampf irgendwo hatte, sage ich mal, dann ist er jedes Mal einen halben Meter höher gesprungen, als er eigentlich musste. Muss man auch mal sitzen können dann, ja, ne? Genau. Also sitzen ließ er sich immer, das denkt man ja oft, wenn die so hoch gehen, dass das dann so schwer zu sitzen ist. Aber das war bei ihm tatsächlich, der hat einen so mitgenommen, immer am Sprung und zwischen den Sprüngen und so weiter. Das war eigentlich ganz einfach. Und er ist jetzt ja selber auch kein Riese. Ne? Nee, genau, ein Riese ist es auch nicht. Aber die Sprünge zu treffen, das war immer nicht so leicht. Nee, er ist 1,63 groß. Ich weiß nicht, ob er jetzt im Alter auch sogar schon ein bisschen geschrumpft ist. Ah ja, aber er wirkt größer natürlich. Genau, immer nach mal viel Halsaufsatz und viel Übersetzung, viel Galoppade. Da, ja. Naja, aber war eine schöne Zeit. Ist ganz witzig, wenn ich mich da jetzt selber mal so dran zurückerinnere. Gab es so Punkte, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr und der wird jetzt kastriert? Nee, das überhaupt nicht, weil als Hengst war er immer super anständig, also der war überhaupt nicht zum Beispiel so am Rumkrähen oder eben hengstig und Schlauch raus und abgelenkt oder sowas, überhaupt gar nicht. Er wusste immer genau, wann Deckzeit war oder wann Turnier oder Training oder so war. Es war eben nur so dieses Temperament, was man irgendwo unter Kontrolle bringen musste. Und das war halt, als er 4-, 5-, 6-jährig war, war das noch sehr extrem.
Hinterher war das dann eher so, dass er zu Hause super faul war und man ihn echt richtig motivieren musste. Hast du denn noch so eine Situation in Erinnerung, wo du gesagt hast, so, oh, ey, da an dem Tag hätte ich ihn aber... Naja, einen bestimmten Tag nicht unbedingt, obwohl vielleicht, als ich einen Anruf von Markus Ehning mal bekam, das ist vielleicht echt ganz erwähnenswert, ich hatte mal einen etwas längeren Auslandsaufenthalt und da hat Markus mir zugesagt, ja, ich nehme den wohl mal 3 Wochen ins Training, wenn du weg bist. Das war natürlich eine super Chance, hätte ich wahrscheinlich nirgendwo anders gemacht, aber da auch mit seiner Schwester Carina, die sich um ihn im Stall gekümmert hat und eben Markus als Reiter, ich meine, wäre man bescheuert, wenn man das nicht in Anspruch nimmt. Und dann war er halt einen Tag da und er war gerade wieder in so einer Phase, wo er eigentlich saufaul war und überhaupt keine Lust auf dressurmäßige Arbeit hatte und so. Und dann bekam ich tatsächlich am Nachmittag diesen Anruf von Markus, ey, sag mal, was hast du mit dem gemacht? Hast du den die letzten 3 Wochen mal geritten? Wir sind hier abgestiegen erstmal, ich wäre um einen heruntergeflogen, wir haben den erstmal ablongiert. Also der muss so wild gewesen sein, einfach in der fremden Umgebung. Unter Dampf da wahrscheinlich. Genau. Und wenn man ihn eben kannte, das war unglaublich. Wenn man ihn zu Hause gesehen hat, wirklich wie so ein Schulpferd, keine Lust. Und wenn er dann woanders war oder eben aufs Turnier gekommen ist oder sowas, dann haben die Leute, glaube ich, oft gedacht, mein Gott, wie viel Hafer füttert die dem oder reiten die den zu Hause überhaupt nicht. Dann ist der aufgeblüht und dann ging es ab. Und ist er ein Gewohnheitstier? Also hat er gerne immer die gleichen Leute, seine gleichen Tagesabläufe um sich herum oder ist er recht flexibel? Nee, also er würde es bestimmt auch mitmachen, wenn man es anders mit ihm machte, aber ich glaube, das hat auch jedes Pferd eigentlich ganz gerne, so gewohnte Abläufe. Bei ihm ist das echt ganz extrem, also ja auch immer nur die gleichen Leute, die mit ihm umgehen, schon eben ganz viele Jahre hier im Stall, seine Pflegerin oder unsere Pflegerin Sophie, die schon seit 25 Jahren hier ist, also sogar schon vor Staccato da war. Und es ist eigentlich immer gleich. Natürlich das Futter immer zur gleichen Zeit. Er bekommt ja 6 Mal am Tag bekommt er Futter. Dann wann er auf die Wiese geht, wie lange er da bleibt, wann Laufband angesagt ist, wann Führmaschine angesagt ist und so weiter. Dann auch eben, ob er mit anderen Kollegen zusammen an die Führmaschine gehen kann oder nicht. Das gibt er uns vor. Und ja, das ist eigentlich wirklich immer das Gleiche, zeitlich und so. Ja. Ihr füttert ihn 6 Mal am Tag, weil er so ein bisschen kolikanfällig ist? Oder? Ja, genau. Also da hat mir tatsächlich auch Debbie Winkler vor ganz vielen Jahren mal den Tipp gegeben, zum Beispiel auch sein Futter mit Wasser anzureichern, weil er trinkt oder säuft kaum was. Und da hatten wir auch erst versucht, mit Apfelsaft und so weiter das irgendwie zu machen, aber das war alles, sag ich mal, Spielerei. Und jetzt machen wir es so, dass er insgesamt über seine Mahlzeiten am Tag 25 Liter Wasser halt bekommt. Dann wissen wir einfach, er ist versorgt über den ganzen Tag. Genau, und diese vielen kleinen Mahlzeiten ist ja sowieso eben gesünder für jedes Pferd. Aber gerade bei einem, der schon mal mit Kolik häufiger zu tun hatte, ist das sicherlich sinnvoll. Und ja, mittlerweile toi, 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 aber hat er auch schon wirklich ewig lange jetzt nichts mehr gehabt. Ja, das ist ja dann doch immer ein bisschen so das Damoklesschwert, ne? Wenn man weiß, der ist anfällig und dann weiß man immer nicht, ist es Stress, ist es die Hitze, ist es das Training oder was auch immer es auslöst. Ja. Wie ging das los bei euch? Und da macht man sich natürlich auch Sorgen, dann, weil es ja auch, ich sag mal, ein sehr wichtiges Pferd für euch ist im Stall. Ja. Also die erste Kolik tatsächlich, die war 5-jährig, 2 Monate nach dem Bundeschampionat, im November war das. Und die hat auch gleich mit einer OP geendet. Es musste nie was rausgenommen werden bei ihm aus dem Darm. Das ist immer relativ glimpflich abgegangen, aber trotzdem eben insgesamt 3 OPs, 5, 9 und 13-jährig. Aber das war in Turnierzeiten, das war in Pausezeiten, das war, wenn es heiß war, wenn es kalt war. Man kann überhaupt nicht sagen, warum das war oder mit was das zusammenhing oder so. Wir haben es auch während seiner ganzen Zeit, haben wir es einfach tatsächlich nicht rausgefunden. Ich hatte da wirklich von ganz normalen Schulmedizinern bis zum, keine Ahnung was, Guru, hatte ich da wirklich die verschiedensten Leute dran. Man klammert sich ja dann auch irgendwo an alles.
Und ich selber habe das Gefühl, dass ich mal einmal wirklich so einen richtig fähigen Professor, der sich aber ganz viel auch mit Homöopathie und so beschäftigt hat, dran hatte. Und der hat mir erklärt, dass das auf jeden Fall mit seinem Immunsystem irgendwo zu tun hat. Und auch so mit dem Leberstoffwechsel und so weiter. Naja, und auf jeden Fall sind wir auf der Schiene mit diesem Professor ganz gut gefahren, haben seitdem auch alles immer für sein Immunsystem und auch für diesen Leberstoffwechsel und so weiter getan. Und irgendwo haben wir das ganz gut in den Griff bekommen. Ja, toi, toi, toi. Ja, sieht super aus. Ich meine, ja, doch sieht er echt. Und man merkt jetzt auch einfach, man sieht ihm das an, dass er zufrieden ist und dass er echt ein schönes Rentnerdasein, glaube ich, hier hat. Ja, großes Glück. Ja, hat er auch verdient. Reden wir ein bisschen über eure Sportkarriere. Das war ja auch eine Bilderbuchkarriere. Ihr habt ja eigentlich alles erreicht miteinander. Wie war das? Wie fing das an, wo du merktest, so Mensch, auf den kann ich mich verlassen? Und mochte er eigentlich generell Turniere? Doch, er mochte Turniere, glaube ich, auf jeden Fall. Also er hat es mir nie gesagt, aber ich habe einfach echt das Gefühl gehabt, weil er da halt auch immer so aufgeblüht ist. Und über sich hinausgewachsen ist und so. Und also einer unserer ersten Turnierstarts, es war sogar tatsächlich wirklich der allererste auf dem Dobrock vierjährig, das war ganz interessant. Da war die Einlaufprüfung für dieses Hannoveraner Championat war auf dem Nebenplatz, so eine Springpferde A, also wirklich so, keine Ahnung, 80 Zentimeter hoch oder so. Da war da auch schon so ein Hype eben, dass die Leute wieder guckten, jetzt zum ersten Mal der Hengst nicht mehr unter Joachim Winter, sondern eben jetzt mit diesem jungen Mädel, was kein Mensch kannte. Und dann ist er aber auch ganz normal gesprungen, hat da eine Abteilung, nicht mal, glaube ich, die erste, aber hat eine Abteilung in diesem Feld dann da gewonnen. Und war schon beim Zeller Landgestüt und so ein bisschen Enttäuschung auch, dass das jetzt nicht irgendwie mit einer 9,5 oder irgendwie sowas da zu Ende ging. Und ich fand es aber ganz okay. Und dann war am Sonntag, war das Finale dieses Hannoveraner Championats, war dann im Hauptstadion. Mhm. Da bin ich wirklich bald am ersten Sprung runtergeflogen, weil der auf einmal, als wenn der auch einen Schalter umgelegt hätte, der sprang völlig anders als auf diesem Nebenplatz, wo so normale Atmosphäre war. Das war ihm nicht würdig, dieser Nebenplatz. Ja, vielleicht, echt. Also der sprang wirklich jeden Sprung da auch einen halben Meter höher. Am dritten Sprung, das war so ein zugebauter, ich weiß es jetzt noch, ein Bela Farm Ochser. Die Werbung sei an dieser Stelle gestattet. Und auf jeden Fall lief er da erst hin und rannte dann im letzten Moment links dran vorbei. Und ich hatte wirklich Last, diesen Springpferde-Parcours zu Ende zu bringen dann. Haben wir, aber ich weiß gar nicht mehr, ob wir da überhaupt eine Note bekommen haben oder so. Weil die letzte Losgelassenheit fehlte da eben so ein bisschen und dieser Vorbeiläufer und sowas da war natürlich, da war Holland in Not so ein bisschen. Da merkte ich richtig, es wurde mir natürlich nicht so ins Gesicht gesagt, aber dass dieses tolle Pferd jetzt da mit diesem jungen Mädchen und die wird der Sache ja gar nicht her und so. Aber ich war da überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass so ein Pferd auf einmal so umschalten kann. Das war tatsächlich das einzige Mal, wo der mir jemals irgendwo gestoppt hat oder vorbeigelaufen ist oder so. Und ab da habe ich dann vierjährig noch, weiß ich nicht, 2-3 Mal oder sowas haben wir noch irgendwo eine Springpferde A geritten. Das hat er dann auch brav gemacht und dann reichte das für mich. Also mir war nicht wichtig, dass der da jetzt 20 Mal gewinnt oder sowas. Wir haben den dann erstmal über den Winter ganz normal dressurmäßig gearbeitet. Ja, und dann ging es 5-jährig weiter, auch mit ein paar Auftritten und dann eben Bundeschampionat im Herbst. Ja, genau. Und dann auch gleich gewonnen. Ja, genau, das Bundeschampionat dann gewonnen, aber auch nicht so easy. Da sind wir ja erstmal über die Trostrunde dann ins Finale gekommen, weil wir auch in der ersten Runde hatte ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten, ihn überhaupt in der Spur zu halten, hatten dann Zeitfehler und so. Aber wie gesagt, am Ende dann jedenfalls gewonnen. Und wie war dann die Reaktion vom Landgestüt? Ja, war ja normal, war ja alles andere, also Zweiter wäre ja irgendwie, wäre ja eine Katastrophe gewesen. Also wenn es gut war, war es eigentlich normal und wenn es schlecht war, dann wie kann das denn? Also es soll sich einen extra Blumenstrauß gab es nicht, aber trotzdem natürlich genau, Beruhigung. Das soll jetzt auch keine Kritik sein oder so, so ist das ja im Reiterleben absolut. Also das ist heute auch noch so, wenn ich mit Marco trainiere, wenn irgendwas super ist,
dann, ja gut, dafür haben wir ja auch trainiert, ist ja normal. Und wenn irgendwas nicht 100%ig ist, dann wird es eben angesprochen. Und wie das immer so heißt, wenn ich nichts sage, ist das doch Lob genug, oder? Das ist auch die norddeutsche Haltung ja, dazu. Genau. Und so war das damals halt auch ein bisschen, aber das war auch in Ordnung. Was für mich richtig eine riesengroße Hilfe war damals, das war tatsächlich Ludger. Also ich würde ihn jetzt, ich kenne ihn ja jetzt schon ganz viele Jahre und ich würde ihn jetzt nicht als Oberpsychologen bezeichnen. Aber er hat tatsächlich damals bei mir so den Druck rausgenommen, weil da halt, ich kannte das ja gar nicht so in der Öffentlichkeit zu stehen. Und mit dem Pferd war das dann aber halt so, dass die Leute da tatsächlich vom Abreiteplatz zum Parcours mit uns rüber gepilgert sind und jeden Schritt da irgendwo beobachtet haben. Und wenn dann eben was nicht gut lief, dann hat sich bei mir natürlich auch unheimlich Druck aufgebaut. Das wussten ja auch alle vom Reitplatz aus besser. Ja, genau, das auch, so wie beim Fußball so ein bisschen, warum macht er den denn nicht rein? Und so. Und dann hat Ludger tatsächlich gesagt, jetzt komm, nur für dich hier die Runde, du brauchst es hier keinem beweisen. Und er hat auch gesagt, ich weiß, dass das nicht so einfach ist mit dem Pferd, den erstmal überhaupt in der Spur zu behalten und so. Und dann habe ich tatsächlich dann auch die letzte Runde da im Finale viel lockerer irgendwo geritten und ja, die war dann auch, das war dann, wo er da die 9,9 bekommen hat. Wahnsinn, legendär, oder? Ja. Wurde das nochmal wiederholt, 9,9? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube fast nicht, aber ich weiß es nicht. Also, den Ritt hast du heute wahrscheinlich noch gespeichert, oder? Ja, schon. Doch, da weiß ich echt noch. Also nicht jetzt tagtäglich, aber jetzt gerade so, wo wir darüber sprechen, kommt das schon echt wieder hoch. So diese Gefühle, auch diese Aufregung, diese Anspannung, dieses, was dann auch mal in die Hose ging und dann aber eben auch wieder, als es dann gut war. Und überhaupt dieses Gefühl mit diesem Hengst, muss man echt sagen. Ich habe ja seitdem viele Pferde auf dem Bundeschampionat geritten, aber noch nie wieder ein Pferd, der das, ja, kann man echt sagen, mit dieser easy Vorbereitung und alles wirklich total natürlich so da abgespult hat, wie er es gemacht hat. Das habe ich noch nicht wieder seitdem erlebt. Und ja, war schon außergewöhnlich immer, wie er abgefußt hat. Wie war er denn als Reisepferd? Ich meine, er hat ja auch viel gesehen gemeinsam. Ihr habt Europa bereist. Ja. Was war das Weiteste? Wo war er? Wo waren wir? Wir waren in Barcelona, in Prag, Bratislava, in Hickstead, in Dublin, in La Baule. Ja, überall das fast. waren ja schon echt ein paar. Ja, da war er total easy, sowieso im Umgang. Wenn man ihn kannte, dann war es einfach, mit ihm umzugehen. Wie gesagt, eben auch dieses Hengstige, das war... Ich stocke gerade so ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, das war überhaupt kein Problem, aber das stimmt nicht ganz. Wenn er seine eigenen Stuten um sich hatte, seine Herde, wenn ich zum Beispiel selber noch Stuten eben im Stall hatte, die auch mit zum Turnier gereist sind, oder er hat einmal Countess von Milene Dietrichsmeier, hat er als seine Stute angesehen, weil wir in Aachen zusammen in einer Stallgasse waren, dann war er ätzend auf dem Abreiteplatz. Dann konnte man ihn nicht mehr gebrauchen, weil er dann seine Stuten vor den ganzen anderen Pferden, vor allem wahrscheinlich Hengsten, irgendwo verteidigen musste. Dann war Reiten tatsächlich schwierig mit ihm. Wenn er mit denen alleine war, überhaupt kein Problem. Dann hat er auch nicht gewirrt oder irgendwie sowas. Aber eben wenn andere Pferde und vor allem Hengste im Spiel waren, dann ist er total krawanig geworden. Und dann war es echt schwierig, sich überhaupt auf eine Prüfung vorzubereiten. Aber ja, das nur eben so mit seinen eigenen Stuten. Ansonsten war er auch auf dem LKW oder in Turnierboxen oder sowas, war er ganz easy. Ja, ihr hattet immer Sophie dabei, vermutlich? Nee, Sophie war eigentlich immer so seine Zuhause-Betreuerin. Und Sophie war damals zwar auf dem Dobrock bei seinem ersten Turnierstart, da war Sophie dabei, aber sonst, weil Sophie eben auch zu Hause hat Familie, hat 3 damals noch kleine Jungs gehabt, oder einen nach dem anderen, nicht alle 3 gleichzeitig. Auf jeden Fall, die war nicht oft mit auf dem Turnier. Also da hat er tatsächlich dann andere Personen um sich gehabt. Ja, aber da war er eigentlich auch easy. Hattet ihr Rituale auf dem Turnier? Ja, manchmal hat er vorm Start tatsächlich, hat er irgendwie immer noch so einen kleinen Zucker mal bekommen auf dem Weg zum Parcours. Und ansonsten aber nee, so richtig Rituale. Nee, das ganz normale Reiten so morgens eben, wenn die Prüfung nachmittags war
und viel spazieren gehen, viel grasen lassen und solche Dinge. Aber jetzt so irgendwie auch die obligatorische Mango oder irgendwie sowas. Von Alice, Genau. Sowas hatten wir eigentlich nicht. Und viele Highlights. Gab es auch dunkle Momente? An welche erinnerst du dich? Ja, die schlimmsten natürlich, die dunkelsten, absolut die Aufenthalte in den Tierkliniken in Telchte und Hannover, wenn er operiert worden ist, obwohl ich da auch mit anderen Pferden noch andere Dinge erlebt habe. Staccato war echt so ein Stehaufmännchen, wenn er operiert worden ist. Vorher war es dann wirklich auch teilweise mal dramatisch. Einmal auf dem Weg zum Turnier nach Pforzheim, weiß ich noch, hat er auf der Fahrt Kolik bekommen. Und obwohl ich von unterwegs angerufen hatte, gesagt habe, wir sind dann und dann da, es muss bitte ein Tierarzt dann vor Ort sein, weil wo sollte ich da irgendwo auf dem Weg anhalten oder so, war dann aber, als wir ankamen, kein Tierarzt da und da ging schon so langsam sein Kreislauf auch runter. Als wir dann in der Tierklinik ankamen, da ging es ihm wirklich schon richtig schlecht und da sagte der Tierarzt dann zu mir, der muss operiert werden. Da habe ich gesagt, super, die letzte OP ist 9 Monate her. Das war tatsächlich sein erstes Turnier überhaupt wieder, wo wir hingefahren sind. Und dann halt gleich so schlimm, also da ging für mich echt eine Welt unter. Und da muss ich aber echt sagen, hat der das ohne OP hinbekommen und ja, ich glaube, er hat damals 40 Liter Kochsalzlösung hat er infundiert bekommen über eine ganze Nacht. Und dann am nächsten Tag konnten wir ihn tatsächlich wieder mit zum Turnier nehmen. Brauchte dann nicht in der Klinik da bleiben. Ist ja auch das Beste, dass wir ihn wieder unter unserer Fittiche hatten. Und natürlich haben wir nicht über einen Turnierstart nachgedacht, auch medikamententechnisch und so weiter. Aber der ist da rumgebockt. Ich wollte ihn Schritt reiten da eben auf dem Turnierplatz und der ist da rumgelaufen, als wenn er wirklich sagen wollte, hey Leute, ich will ran, wann fängt der große Preis an? Also vorher ging es ihm wirklich dann schlecht, aber wenn so eine Kolik dann wieder überstanden war, dann war die auch völlig vergessen und der war wieder ganz oben auf. Also das ging immer total schnell, diese Erholung. Und selbst nach den OP-Operationen, die natürlich dann immer ein halbes Jahr oder so gedauert haben, aber trotzdem, der war einen Tag nach der OP, ging es dem immer wieder super. Ein Stehaufmännchen. Ja, echt. Neben Eva bildet die Pflegerin Sophie Kanzunko eine wichtige Konstante in Staccatos Leben. Die gebürtige Niederländerin ist seit über 20 Jahren bei Eva Bitter angestellt und kennt Staccato seit seinem ersten Tag in Bad Essen. Auch mit ihr haben wir über den König gesprochen. Erinnerst du dich noch, als er kam? Ja, er war ganz klein. Wir hatten alle Größe erwartet. Ja, ne? Er hat Stockmaß, glaube ich, 62, 63. Mini, ja. Eine kleine Kugel. Eine kleine Kugel. Und als Dreijähriger war er da. Wusstest du schon gleich, der ist besonders? Ja, sein Blick war schon frech und einfach ein Liebescheiß-Typ. Wir wissen ja, dass Staccato viel mit Koliken zu kämpfen hatte. Gott sei Dank im Moment ist alles gut, aber und du, sagte Eva, erkennst es schon am Ohren wackeln, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja, man sieht es an seinem Gesicht, dass was kommt. Seine Nase und wie er halt ist. Wie genau siehst du das? Also wir stehen vor dem Pferd und sehen ein Pferd, das besonders ist, aber was nimmst du wahr? Bei Menschen, wenn man Kopfschmerzen hat oder sich schlecht fühlt, dann guckt man auch nicht zu fröhlich. Wie nah bist du Staccato eigentlich? Ja, fast bei ihm im Bett. Im Bett? Wieso? Ja, man sieht es an seinem Gesicht. Du schläfst über der Box? Seine Nase okay. Und dann hörst du quasi alles und durch die Wände. Ja. Aber das ist wie bei Menschen. Wenn man wie Kopfschmerzen hat oder sich schlecht fühlt, dann guckt man auch nicht zu fröhlich. Ja, fast bei ihm im Bett. Ich schlaf drüber. Du schläfst über der Box? Die Fakten über Staccato lesen sich einfach wie ein Märchen. Der braune Hannoveraner wurde 1993 bei Züchter August Meyer in Uenzen geboren und ist bis heute im Besitz von Eva Bitter und dem Niedersächsischen Landgestüt in Celle. Seine Körung erhielt der Spartansohn 1995 in Verden. Mit seiner Reiterin Eva Bitter gewann er 1998 das Bundeschampionat der 5-jährigen Springpferde mit der Rekordnote von 9,9.
Damit war der Grundstein für die sportliche Karriere gelegt. 2003 und 2010 wurde Eva Bitter mit Staccato Deutsche Meisterin der Damen. 2007 wurde der Hengst zum Hannoveraner Hengst des Jahres gekürt. Er hat 73 gekürte Söhne und 502 als Zuchtstuten eingetragene Töchter, davon 67 mit dem Titel Staatsprämienstute. Seine eigene Lebendgewinnsumme beträgt knapp 2.500 €. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen betrug bis 2018 2,8 Millionen €. Wie war denn das, als er aus dem Sport verabschiedet wurde? Gab es dann eine Diskussion mit dem Landgestüt, wo er stehen soll? Weil eigentlich wäre er nachvollziehbar, dass er dann in Zelle stehen Das stand sollte. sogar in unserem Vertrag, wenn er aus der Sportkarriere verabschiedet wird, dass er dann wieder nach Celle muss. Und dann habe ich damals gesagt, ja, dann muss er wohl mit 26 halt noch ein Arschspringen gehen, einmal im Jahr, weil dann ist er ja noch in der Sportkarriere. Aber darauf lief es zum Glück nicht hinaus. Ich habe wirklich ein super Verhältnis mit dem Landstallmeister Dr. Brockmann, der eben auch zugestimmt hat, dass er hier bleiben kann. Und er musste tatsächlich nicht einmal hier den Stall verlassen, weder für TG machen, da haben wir dann hier die ganzen Geräte hinbekommen, dass das hier dann eben gemacht werden konnte. Und er konnte echt jeden Tag konnte er hier bleiben und hat ja jetzt echt auch extra hier seinen Park mit seiner Telefonzelle, dass er anrufen kann, wenn er rein will. Und hat hier jetzt, glaube ich, echt eine ganz gute Zeit. Vielleicht eine rhetorische Frage, aber warum war dir das wichtig, dass er hier bleibt? Ja, alleine aus gesundheitlichen Gründen. Also es gab schon Phasen, wo er, ich will nicht übertreiben, aber wo 2-3 Mal im Monat was Koliktechnisches war. Und hier im Stall wusste wirklich jeder, also ich habe echt das Gefühl, oder nicht das Gefühl, sondern ich kann mit absoluter Bestimmtheit sagen, dass jede Kolik, die er hatte, die ist hier in den ersten 10 Minuten entdeckt worden. Oder auch schon oft eigentlich, glaube ich, bevor es losging. Wenn er irgendwie komisch guckt, wenn er die Ohren anders hält, ist wirklich kein Witz. Oder wenn Staccato mal liegt, dann sind schon alle in Alarmbereitschaft. Weil selbst jetzt mit 26 Jahren, der liegt halt so gut wie nie. Wir wissen das einfach irgendwie so, wie das ist, wie er aussehen muss, was normal ist und was nicht normal ist. Und das war eigentlich das Wichtigste, dass ich das nicht aus der Hand geben wollte, weil ist ja nun mal so, da sind so viele Leute in so einem großen Betrieb, da ist Staccato irgendwo eine Nummer, weil ich meine, da stehen auch noch andere viele wertvolle Hengste und wo nicht irgendwie die Pferde da irgendwie wie Haustiere gehalten werden, so wie es hier vielleicht auch nicht mit jedem ist, aber mit ihm ist es zumindest so. Und ja, jetzt eben gerade Sophie hier im Stall zu haben, die auch oben drüber über der Stallgasse hier schläft, die wirklich jedes Geräusch da auch eben irgendwo mitbekommt und auch weiß, ist das jetzt normal? Streiten sich hier A und B gerade wieder miteinander oder ist da irgendwie ein Geräusch, was sie eben auch einordnen kann, dass da was halt nicht in Ordnung ist und dann ist sie zur Stelle. Und ja, diese Überwachung, das war mir eben gerade bei ihm schon wichtig. Aber dann natürlich auch, weiß ich nicht, er gehört hier einfach dazu. Ist auch ganz interessant jetzt so, wenn wir mal internationale Kunden hier haben. Ich sage mal, wenn hier mal ein Jan Tops in den Stall kommt oder solche Leute, selbst für die ist das interessant. Oh, Staccato, ja, einmal, habt ihr den noch hier? Ja, lass uns einmal eben zur Box gehen und dann wird der eben einmal angeguckt oder so. Also das ist schon was Besonderes. Und das ist jetzt nicht der Grund, warum ich ihn hier haben möchte, weil ich ihn irgendwie anderen Leuten hier jetzt vorführen will oder so, sondern weil ich einfach das abgesichert haben möchte, dass es ihm gut geht und dass er hier echt seinen Auslauf hat, dass er ein bisschen machen kann, was er will. Ja, man merkt es, wenn du über ihn sprichst. Ne? Also, ich meine, ihr habt viele Pferde hier im Stall, aber vermutlich ist Staccato so das Seelenpferd für dich. Ja, das ist absolut so. Ich meine, jetzt ist er 26, mit 3,5 habe ich ihn bekommen. Und ja, wir sind zusammengewachsen. Wie gesagt, am Anfang wäre ich fast froh gewesen, so ungefähr, wenn ich ihn nicht hätte reiten müssen, so wie ich gesagt habe. Echt großen Respekt davor. Einmal überhaupt Hengst und Wild und dann aber auch, dass er schon so einen Namen hatte und ich Angst hatte, da eben was verkehrt zu machen und so weiter. Und dann sind wir aber eben über die Jahre zusammengewachsen und ja, 23 Jahre, also
noch ein bisschen mehr als mein halbes Leben. Das ist ja wirklich schon was ganz Besonderes halt. Ne? Ja, viele Familienmitglied. Höhen, genau, viele Höhen und Tiefen durchgemacht und kenne ihn irgendwo in- und auswendig und habe ihn einfach echt super gerne um mich. Und die Zeit danach verdrängt man dann garantiert. Ja, genau, absolut. Ja, vielen, vielen Dank. Also man spürt richtig, Staccato ist ihr Familienmitglied, ihm geht es hier super und er ist hier auch, ja, definitiv der kleine König im Stall, der kleine große König. Ich wollte es gerade sagen, klein, klein Körper, von der Körpergröße her, ja, auf jeden Fall, aber er benimmt sich wie der große König. Für ihn ist das alles so selbstverständlich, was so um ihn herum gemacht wird. Aber so, das finde ich das Schöne an Tieren im Allgemeinen, dass die eben auf irgendwelche Namen oder auf irgendwelche Konventionen oder auf sonst was, die geben da nichts drauf. Das ist für ihn eben normal, dass sich so um ihn gekümmert wird. Und trotzdem sind wir ihm ja auch unheimlich dankbar und machen das eben auch sehr, sehr gerne für ihn, alles diesen ganzen Aufwand. Sicherlich gibt es bei diesem Erfolg auch immer viele Kritiker. Was haben die Kritiker immer vorgeworfen, also züchterisch oder auch beim Reiten? Was musstest du dir immer anhören? Also es wurde immer der typische Staccato-Galopp, der wurde immer angesprochen. Der ja so schon auch... Ja, so dieses ja, so ein bisschen Trallop-mäßige, oder wie soll ich das sagen, da nicht so ein ganz sauberer Dreitakt vielleicht immer, aber ich finde, weiß ich nicht, ich fand den Galopp immer total einfach. Man konnte in jeder Distanz einen mehr oder einen weniger machen, der hatte wirklich genug Übersetzung, man konnte ihn aber eben auch spannen und eben, wie gesagt, einen mehr reiten, ganz einfach. Ludger hat ihn nicht oft gesprungen, aber irgendwie 5- oder 6-jährig hat er jedenfalls mal drauf gesessen, hat gesprungen, hat auch gesagt, super gutes Gefühl, super Galopp eben auch. Also das Gefühl war tatsächlich viel besser, vielleicht als es von unten aussah, aber das haben die Kritiker auf jeden Fall immer angemerkt, diesen Galopp. Und aber ansonsten weiß ich gar nicht, was es da so viel zu kritisieren gibt. Es gibt sicherlich Hengste, die auch irgendwo noch besser sind. Ich will auch, ohne jetzt hier irgendwie mein Licht unter den Scheffel zu stellen, überhaupt nicht, oder soll nicht Fishing for Compliment sein oder sowas, aber wenn Staccato zum Beispiel von Markus Ening oder sonst wem geritten worden wäre, wer weiß, vielleicht wäre der echt auch absolut mal für Deutschland in der Mannschaft, also nicht nur in der Mannschaft im Nationenpreis, sondern auch mal echt an einem für ein Championat in der Mannschaft gewesen und hätte noch viel, viel mehr große Preise gewonnen. Das mag echt alles sein, aber es war eben so, wie es war. Und auch gut so. Ich meine, wie ihr euch um ihn kümmert, ist wirklich herzerweichend. Ja. Und auch seine sportlichen Erfolge, die züchterischen Erfolge, es ist eine lebende Legende. Also wirklich Respekt. Tolles Pferd und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Der letzte Satz, so enden wir immer unsere Gespräche, wäre meine Bitte, diesen Satz zu vervollständigen. Staccato ist für mich ein Familienmitglied, schon seit vielen, vielen Jahren, und ich hoffe, dass er es auch noch ganz lange bleibt. Dafür drücken wir euch die Daumen. Vielen Dank, Eva. Dankeschön. Ja, kann man denen nur wünschen, dass sie noch viele gemeinsame Jahre haben. Ja, das hoffe ich sehr. Wir drücken die Daumen. Also wirklich ganz bewegend, und es war ja auch wirklich schön. Wir hatten ihn auch aus der Box geholt. Und an der Stelle fällt mir auch nochmal auf, je professioneller und je erfahrener die Pferdeleute sind, desto unkomplizierter und unprätentiöser sind sie mit den Pferden. Ja, wir haben auch tolle Fotos gemacht, die wir natürlich wieder auch bei Instagram die Tage mal hochladen, und auch auf unserer Homepage vom Paragon Verlag haben wir immer so eine kleine Bildergalerie zu den Folgen. Da werden wir auch die Fotos von Staccato, ja, werden wir euch da auch nochmal zur Verfügung stellen. Der König live, genau. Genau, der König live. Apropos König. Genau, es geht auch um einen sehr eindrucksvollen Hengst, den wir in unserer nächsten Folge haben. Da geht es mal wieder in die Richtung der Dressurpferde. Richtig, und zwar geht es um Rubinstein. Ja, eine echte Legende. Also er hat definitiv der Pferdezucht seinen Stempel aufgedrückt und hat eine ganze Linie geprägt.
Ja, wir waren beim Ehepaar Vorwerk Happ, die selbst sich eigentlich schon aus dem Pferdesport und der Zucht zurückgezogen haben, aber für uns nochmal die Zeit hatten, mit uns über diesen besonderen Hengst zu sprechen. Genau, sie haben ja das legendäre Gestüt in Kappeln verkauft, aber gerade Gudula Vorwerk Happ ist ja diejenige, die mit Rubinstein quasi ihren ersten eigenen Hengst präsentiert hat. Sie hatte ja das Gestüt von ihrem Vater übernommen und Rubinstein war quasi für ihre Decksaison, für die sie verantwortlich war, ja, gleich ein Volltreffer, würde ich sagen. Ja, also es ist eine tolle Geschichte, tolle Anekdoten, die da erzählt werden. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Es geht um Rechtsstreitigkeiten. Ja, und ein Koffer voller Geld. Abenteuerlich, ja. Ja. Eine andere Zeit noch. Auf jeden Fall. Also bis dahin, folgt uns auf Instagram, folgt uns beim Reitsportmagazin auch auf Facebook. Abonniert natürlich unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und hinterlasst uns sehr, sehr gern eure Kommentare, Anregungen, Wünsche. Wir freuen uns, wir antworten auch immer ganz, ganz schnell. Genau. Ja, und bis dahin wünschen wir euch noch schöne Weihnachten. Und einen guten Rutsch. Genau, wir hören uns 2020. Ciao. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.